Ja, meine lieben Damen und Herren, zum Thema Martech heute in Teil 2. Ich habe letztes Mal über die Martech Landscape kurz ein Porträt abgegeben und heute schauen wir uns neben dem Martech Landscape Bild auch nochmal ein bisschen die Stackies an. Die Stackies, die sehen wir hier im Prinzip auf dem nächsten Bild mal als Übersicht. Ich finde das sehr charmant gelöst von Scott Brinker und auch Franz Rimmersmal, der da einiges dazu beigetragen hat, dass man hier die Unternehmen aufgefordert hat, sich Gedanken zu machen, wie sieht denn dieses Stack bei dem jeweiligen Unternehmen aus. Ich denke, wichtig ist, dass dieser Schritt einfach mal gemacht wird, unabhängig, ob man nun dieses Bild auch einreicht beim nächsten Mal. Im Frühjahr ist ja wieder diese Stacky Award Ausschreibung, aber wichtig ist es vor allem für sich selbst zu machen und dann mal zu schauen, was hat man denn alles für Mengen an Tools und zu welchen Kundenbetreuungsphasen, in welchen Kundenbindungsphasen, in welchen Kundenlebenszyklusphasen ist denn das ganze Konglomerat an Tools nützlich oder vielleicht auch tatsächlich unnütz. Und wenn man da mal reinschaut, ich denke, man sieht das relativ schnell, wie Beispiele hier zeigen, wie schnell unübersichtlich das Ganze wird. Man hat hier eine CMS Content Management Plattform für das ganze Thema Webshop und so weiter und so fort. Man hat eine Digital Assets Management Knotenfunktion eingebaut, Marketing Automation, man hat die Analytics und das ganze Tag Management hier, mal nur ein paar wenige Beispiele rauszugreifen. Ein anderes Beispiel, was ich sehr schön finde, ist das von Juniper, weil es im Prinzip eben diese Phasen sehr schön zusammenbringt, nämlich Discover, Inquire, Prepare, Adopt und entsprechend auch nochmal zumindest die wichtigsten Kanäle plus ganz unten die zwei Zeilen mit den Basisthemen. Auch das Beispiel von Philips ist deshalb wichtig, weil es einfach eine wahnsinnig komplexe Struktur darstellt, aber doch dennoch mit einer Farbstruktur und Farbschattierung eben eine gewisse Übersichtlichkeit darstellt. Und deswegen auch ganz klar, man sieht hier im Kern diese Dinge, die sich rund um den Kunden ranken, die Website, die Mobile App, das Social, das Customer Care, Event und Sales Agent und dann entsprechend geht es in die Facetten hinaus. Ein anderes Beispiel ist hier von diesem Betway, von diesem Wettanbieter oder eben auch an diesem Beispiel von Cisco sieht man sehr gut, dass sich auch solche Dinge entwickeln können und das geht's. Also sprich, ich brauche ein Big Picture, ich brauche ein strategisches Big Picture für das Unternehmen, ich brauche ein Big Picture für die IT, dass ich dann hineinarbeiten kann. Und wenn ich dann eben diese End-to-End-Prozesse noch betrachte, wie die Kundenbetreuung aussieht bei der Neukundengewinnung, bei der Neukunden-Conversion zum Stammkunden, vielleicht zum Top-Kunden, Key-Account-Management hat vielleicht andere Bedürfnisse. So kann ich dann im Prinzip optimal meinen Stack entwickeln.